Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserem Abendgebet. Heute Abend hier in der Kirche des Evangelischen Johannestifts. Sie, die Sie zu Hause jetzt an den Bildschirmen sitzen, in den Wohnungen im Evangelischen Johannesstift und sonst eigentlich immer hier abends sind. Und alle, die Sie uns heute empfangen können. An der Orgel begleitet uns Herr Stefan Hempel. Mein Name ist Regine Birke. Ich bin Prädikantin und Seelsorgerin hier im Evangelischen Johannesstift. Unser Abendgebet: Steige auf zu dir, Herr. Und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Wir wollen singen das Lied Nummer 115 als erstes. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Die Strophen 1 und 2 und 4 und 5. Und als zweites Lied dann 116, er ist erstanden. Die Strophen 1 bis 4. Ich wünsche uns an diesem Abend des zweiten Osterfeiertages, des Ostermontags, ein gesegnetes Abendgebet, in dem Bewusstsein, dass mit dem heutigen Abend Ostern ja bei weitem nicht zu Ende ist, sondern gerade erst begonnen hat. In 40 Tagen wird Himmelfahrt sein und in 50 Tagen Pfingsten, Pentekoste, 50 Tage nach Ostern, und so lange währt der österliche Festkreis. Und nun lassen Sie uns singen, Jesus lebt, 115, die Strophen 1 bis 2 und 4 und 5.
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln wandeln, nicht in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ein Wort von Dietrich Bonhoeffer zum Auferstehungsfest. Ein Wort, das ein neues Licht auf unsere Zeit wirft, in der wir im Moment leben und die ich meine, ein sehr hoffnungsfrohes Licht auf diese Zeit wirft. Diese Zeilen sind etwa vor 75 Jahren geschrieben worden. Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich. Das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. Zwar lebt die Menschheit noch im Alten, aber sie ist schon über das Alte hinaus. Zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes, aber sie ist schon über den Tod hinaus. Zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde, aber sie ist schon über die Sünde hinaus. Die Nacht ist noch nicht vorüber, aber es tagt schon. Gerne nehme ich durch diese Wochen, die uns noch ganz anders leben heißen, als wir es gewohnt sind, mit. Und danke für die vielen Chancen, die uns Menschen gegeben sind, uns jetzt einmal ganz anders zu zeigen, miteinander umzugehen, als es die Normalität erfordert hat. Ich möchte gerne einige Gedanken zu dem Psalm 23 mit Ihnen teilen. Diesen Psalm beten wir regelmäßig in den Andachten mit den Bewohnern unserer Pflegeheime. Es ist der Psalm vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, da ist jemand, dem ich wichtig bin, der nach mir schaut, der für mich sorgt. Das tut ein Hirte. Und dem ich folgen kann, zu dem ich Vertrauen habe. Der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendeines, sondern mein Hirte. Für mich zuständig. Mir wird nichts mangeln. Materiellen Mangel habe ich in dem Jahrgang, in dem ich geboren wurde, in meinem ganzen Leben nicht erlebt. Aber ich kenne anderen Mangel. Und dieser Mangel ist manchmal gar nicht sichtbar. Aber er kann wehtun. Und
Und wenn mir dann zugesprochen wird, es wird mir an nichts mangeln, dann kann ich glauben, dass ich diesen Mangel, den ich schmerzhaft empfinde, vor Gott bringen kann und dass er diesen Mangel ausgleichen wird, weil ich ihm vertraue, dass es mir an nichts mangelt. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Eine grüne Aue. Dieses Feld, was es hier hinten im Johannesstift gibt, hat schon etwa so hoch wie die neue Saat. Es ist grün, ganz grün. Und dieses Grün tut den Augen gut, tut der Seele gut, der Spaziergang am Feld entlang. Und mir zu sagen, er führet mich auf einer grünen Aue, das heißt, da ist keine Wüste, keine Steppe, da ist Grün, Getreide, was keimt und wächst. Daraus wird einmal Nahrung werden. Auf einer grünen Aue führt er mich. Er sorgt dafür, dieser mein Hirte, dass ich genug habe. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Frisches Wasser, das trinke ich gerne. Frisches Wasser ist etwas ganz anderes als abgestandenes Wasser. Es ist keine Lache irgendwo, wohlwissend, dass auch Menschen auf dieser Erde Lachen dazu dienen, daraus Trinkwasser zu filtern. Und es beschämt mich, dass ich so viel frisches Wasser habe und dass wir so viel frisches Wasser auch vergeuden. Dankbar will ich sein für das frische Wasser, das nicht alle Menschen auf dieser Erde haben. Er erquicket meine Seele. Ein Wort, was man ja heute kaum noch benutzt, erquicken. Das heißt so ganz froh machen. Ja, dieser Hirte erquickt meine Seele durch die Tage, die wir über Ostern miteinander auf Ostern zugegangen sind und jetzt feiern. Auch ohne die Gemeinschaft, die wir schmerzlich vermissen. Aber doch verbunden zu sein in seinem Namen und zu wissen, wir feiern Ostern, Auferstehung. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Er führt mich in keine Sackgasse und auch keine Irrwege. Er führet mich auf rechter Straße. Da, wo ich lang gehe, komme ich zum Ziel. Er passt darauf auf, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, jetzt habe ich mich doch verirrt. Er führet mich auf rechter Straße. Und zwar um seines Namens willen, weil ich sein Kind bin, sein Mensch, seine Tochter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück. Die Dunkelheit macht uns durchaus manchmal ein bisschen bange. Ich kann mich noch erinnern, wie gut ich gesungen habe, wenn ich, als ich klein war, dann doch mal in den Keller musste, um ein Glas Eingewecktes hochzuholen. Es war mir unheimlich, die Dunkelheit. Und dann habe ich gesungen. Ich fürchte kein Unglück. Doch wir fürchten uns. Wir fürchten uns vor Viren, wir fürchten uns vor großen Verlusten. Wir fürchten uns. Wir Menschen sind Fürchtende. Wir befürchten das, was der nächste Tag bringen kann. Wir fürchten, dass wir bald sterben. Wir fürchten, dass wir bald dies und jenes nicht mehr haben. Und ich bekenne mich, wenn ich sage, ich fürchte mich nicht, ich fürchte kein Unglück. Das ist ja auch ein bisschen wie ein Versprechen. Gott, wenn du da bist, dann fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das heißt, auch im dunklen, im finsteren Tal, wenn es bergab geht,
ich bin ja da nicht alleine. Und das macht einen großen Unterschied, ob ich alleine bin oder in Begleitung. Und dennoch in Gottes Begleitung. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was auch immer das ist. Mein Vater hat mir, als ich klein war, auch mal so einen kleinen Wanderstock geschnitzt. Damit konnte man sich, wenn es bergan ging, schon ein bisschen abstützen. Für mich sind es heute die Worte, die wir Menschen miteinander wechseln, wenn wir uns von Herzen austauschen, wenn wir unsere Gedanken und auch unsere Befürchtungen, wenn wir Wege suchen miteinander, wenn ich Lieder aus dem Gesangbuch singe und andere schöne Lieder, die mir Kraft geben, aus den vielfältigen Gesangbüchern, die wir heute haben. Und wenn ich die Bibel einfach aufschlage, däumele, dann habe ich dann manchmal so einen Stecken, so einen Stab. Und der begleitet mich. Mein Stecken und mein Stab. Du bereitest vor mir einen Tisch. Wir haben jetzt Ostern wenig Tisch bereiten können füreinander. Meistens waren wir zu zweit oder sie zu Hause auch alleine. Da war kein Tisch zu decken für die Kinder, die Enkelkinder, die vielleicht kommen, für die Freunde. Man saß allein am Tisch. Und dann höre ich, Gott deckt mir den Tisch, ganz vielfältig. Und er deckt ihn jedem von uns. Und es wird auch den Tag wieder geben, wo wir viele an einem Tisch sitzen. Und er deckt mir den Tisch auch im Angesicht meiner Feinde. Und das sind ja gar nicht unbedingt Menschen, die ich als solches bezeichnen würde. Es gibt natürlich auch die, mit denen ich mich schwer tue, wo man Schwierigkeiten hat, zusammenzukommen. Das wird es immer geben. Aber das muss uns nicht trennen. Feindlich ist auch oft das, was in uns ist. Na, das gehört sich nicht so. Das hätte er jetzt nicht sagen dürfen. Und das geht auch gar nicht so. Und ich schaffe das sowieso gar nicht. Und die feindlichen Stimmen sind ja oft in uns selbst. Und im Angesicht dieser Feinde deckt uns Gott den Tisch. Und er salbt mein Haupt mit Öl. Welch ein Luxus! Welch eine großartige Geschichte haben wir gelesen vor Ostern. Diese Frau, die zum Abendmahl einfach eintritt und Jesus das Haupt salbt. Sehr zum Argwohn seiner Begleiter. Aber für ihn war es die Salbung für seinen Tod. Denn am Morgen danach, als die Frauen ihn salben wollten, seinen Leichnam, haben sie ihn schon nicht mehr gefunden. Diese Frau, von der wir den Namen nicht wissen, sie hat den Zeitpunkt gewusst und hat ihn gesalbt. Und er hat es genossen. Er war dankbar, dass bei all dem Hohn und Spott und bei all dem schweren Verrat und Verleugnung ihn auch unglaubliche Liebe erreicht hat. Die Liebe einer Frau zur rechten Zeit. Du schenkest mir voll ein. Ja, Gott, ich werde keinen Mangel haben. Du wirst immer für mich das Maß wissen und darauf will ich vertrauen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nichts Arges, vor dem ich mich fürchten müsste, mich umdrehen, was mich da verfolgt. Nein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Welch eine Verheißung, welch eine Erkenntnis, welch ein Versprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Das verspreche ich Gott und er verspricht es mir. Und unter der Jahreslosung, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, will ich dem Versprechen Gottes trauen und ihm folgen auf diesem Weg, den er mich führt.
Amen. Er ist erstanden. Lassen Sie uns miteinander singen 116, die Strophen 1 bis 4. Wir beten. Barmherziger Gott, danke. Danke für dieses Osterfest. Wir haben viel erfahren, viel Neues. Freude, Dankbarkeit, bei allem Gott, was uns auch gefehlt hat und fehlt. Es fehlt uns die spürbare und sichtbare Gemeinschaft. Aber doch spüren wir, dass du es bist,
der uns miteinander bindet und verbindet, Gott. Danke in dieser Freude der Auferstehung unseres Bruders und Herrn Jesus Christus. Gott, wir bitten dich für alle, die noch in Trauer sind, weil jemand von ihrer Seite gegangen ist, den du zu dir genommen hast, Gott. Und der Verlust und der Schmerz ist noch groß. Sei du der Tröster und schenke uns das gute Geschick, miteinander, füreinander da zu sein, füreinander zu beten und mit guten Worten füreinander einzustehen. Gott, wir bringen dir all unseren Dank und all unsere Bitte dar, die wir so spüren in unserem Herzen, die jetzt nicht laut wird, die vielleicht unaussprechlich ist und jetzt nicht ausgesprochen werden kann. Aber wir binden alle guten Gedanken und Bitten für die Lieben, an die wir denken, die uns nahe sind, und auch für Menschen, mit denen wir uns schwer tun, Gott, dass Frieden werde und Friede sein kann, dass wir alle ein Stück mit Auferstehung erleben in unserem Leben und binden es zusammen in dem Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat, und beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne und bewahre uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und eine gesegnete Nachtruhe. Bleiben Sie behütet.